Hallo, heute sind wir im Zoo Krefeld. Hallo Karina, hallo Ellen, herzlich willkommen hier bei uns im Zoo Krefeld. Schön, dass ihr euer freiwilliges ökologisches Jahr bei uns antretet. Und Britta und ich werden euch jetzt ein bisschen was erzählen, was so auf euch zukommt. Vielleicht wisst ihr ja, dass wir seit April 2020 ein Regionalzentrum für nachhaltige Entwicklung sind, wird vom Land Nordrhein-Westfalen gefördert. Und als erstes mal die Frage, was stellt ihr euch vor unter BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung? Habt ihr da eine Idee? Ja, also dass man mehr auf Plastik verzichten sollte, also dass man den Allgemeinverbrauchern nahelegt, dass man auf nachhaltigere Produkte mehr so achten sollte, also dass Anbau von Nahrungsmitteln zum Beispiel nachhaltig ist und allgemein der Verzicht auf Plastik, weil es ja so lange in unserem Ökosystem noch bleibt und viel Schaden anrichtet und vielleicht auch dann mal auf Bambuszahnbürsten oder so umsteigen könnte. Ja. Genau. Jo, hast du auch noch eine Idee? Ja klar, also ich denke mal, es geht generell einfach darum, dass man nachhaltiger und vielleicht auch achtsamer konsumiert und einfach auf die Umwelt achtet und schätzt und sein eigenes Verhalten ein bisschen reflektiert mehr und halt einfach nachhaltiger mal versucht zu leben und Alternativen zu finden. Und einige Aspekte von dieser Nachhaltigkeit wollen wir hier natürlich vermitteln, allen Zoobesuchern, aber vor allem auch Schulklassen und Gruppen. Und dafür haben wir natürlich ganz viel Materialien und das machen wir an unterschiedlichen Stellen des Zoos. Deswegen verlassen wir jetzt mal unser Stammquartier des Regionalzentrums, das Forscherhaus, und gehen in den Zoo und wir zeigen euch an verschiedenen Orten mal, was wir da machen können. Hier sind wir jetzt bei unseren Pinguinen, Humboldt-Pinguinen, und Pinguine, wir weiß, leben ja im Meer und nicht nur das Meer, wo die Pinguine leben, auch unsere Nordsee ist natürlich ganz, ganz stark belastet, unter anderem durch Plastikmüll. Und das ist ein Bereich, wo wir persönlich zu Hause auch unheimlich darauf aufpassen können, was man im Kleinen dann machen kann. Erstmal Überlegung, viele Leute sagen ja, warum fressen die Tiere Plastik, warum sind sie so doof? Schaut ihr mal diese Schautafel an, die wir hier gebastelt haben. Ja. Was fällt dir da auf? Da sieht man natürlich total, dass ganz vieles einfach dem richtigen Futter oder der Nahrung ähnelt. Ne? Also zum Beispiel hier bei den Muscheln. Das sind ja diese blauen Plastikmuscheln, die sehen für Schildkröten oder Pinguine zum Beispiel in dem Fall ja auch aus wie normale Muscheln oder sowas. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass ganz schnell mal das Falsche verschluckt wird. Ganz genau. Oder hier ein Würmer, Gummischlauch. Hier ein Stück Luftballon, sieht aus wie Algen oder Tang. Und Luftballons sind sowieso ein großes, großes Problem. Es gibt kaum was man am Strand häufiger findet, nämlich Luftballons. In allen Varianten übrig bleiben oft nur diese Ringe, die Schnüre, Luftballons insgesamt. Die werden bei ganz vielen Feiern steigen gelassen und verteilen sich natürlich in der Welt. Und das ist eine Sache, die muss wirklich nicht sein. Luftballons machen Spaß, aber die kann man festhalten und muss nicht in den Himmel steigen lassen. Da rettet man ganz, ganz viele Tierleben, wenn man das nicht mitmacht. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und dann gibt es natürlich Fischernetze aller Art. Da haben wir jetzt weniger Einfluss drauf, aber da ist zum Beispiel Greenpeace und der WWF dabei und fängt diese Geisternetze aus den Meeren. Dann haben wir hier bei uns an der Nordsee gefunden Capri-Sonne auf Englisch. Ganz viel internationaler Müll wird angeschwemmt, weil es einfach Meeresströmungen gibt, die den Müll überall hin verteilen. Es gibt riesige Meeresmüllstrudel und das ist unglaublich, was da an Müll zusammenkommt. Und ganz, ganz vieles stammt von uns. Einfach mal unachtsam irgendwo hingeworfen.
Spielzeug ist dabei. Denkt man natürlich nicht, ne? Aber Nee, denkt man nicht, aber nehmt es mit an den Strand, vergessen es, verbuddeln es im Sand und dann bleibt es da. Gut. Ja, da haben wir einfach mal einen Fisch gestaltet aus Müll mit den verschiedenen Müllarten. Einfach attraktiv für die Kinder, könnt ihr den Kindern dann zeigen. Und viele haben so, ich fasse den Müll nicht an, aber da muss man einfach nur gucken und sieht trotzdem, was dabei ist. Strohhalme, Flaschenverschlüsse, auch wieder die beliebten Luftballons. Alles reichlich vertreten. Wir haben euch jetzt die ganze Zeit immer wieder Materialien gezeigt, ne? Und wir brauchen diese Materialien einfach, um auch interaktiv miteinander arbeiten zu können. Aber primär sind wir ja hier einfach in einem Zoo. Ja? Das heißt, jede Einheit, die wir bearbeiten, jede Einheit, die zur Bildung nachhaltiger Entwicklung gehört, zu diesem Projekt gehört, die wir bearbeiten, die stehen auch immer in Bezug zu unseren Zootieren. Und ganz wichtig ist hier zum Beispiel bei den Pinguinen und hinten auch bei den Seelöwen, bei den Seeläufen, wenn du da durchguckst, siehst du, da hinten ist das Seelöwenbecken. Da ist ein ganz wichtiges Thema eben halt Wasser. Ja. Ne? Und wir wollen ja nicht nur darüber reden, sondern wir wollen ja auch was vorleben. Und das können wir eben halt, gerade bei dem Wasser können wir das sehr gut. Unsere Pinguine und die Seelöwen, die leben nämlich im Wasser, was wir selber reinigen. Ja, was nicht chemisch gereinigt wird, sondern was über eine Pflanzenkläranlage gereinigt wird. Die Pflanzenkläranlage, die ist hinter dem Regenwaldhaus, die ist auch ein Teil von unserer Arbeit. Die Pflanzenkläranlage wird vorgestellt, die Funktion wird vorgestellt. Da kann man wirklich tolle Sachen machen. Man kann Wasserprobung machen und wo wir gerade dabei sind, das wird auf euch zukommen. Ja? Also ihr müsst regelmäßig Wasserproben nehmen, einmal in der Woche, das nur so nebenbei. Das heißt also, dass wir nicht nur weniger Abwasser produzieren, dass wir eine eigene Pflanzenkläranlage haben, sondern eben halt auch, dass wir weniger Manpower einsetzen müssen und dass wir eben halt auch keine Chemie einsetzen. Ne? Und auch das wirst du merken, wenn ihr hier Wasserproben entnehmt. Ihr habt hier natürlich dann schon mal das von den Tieren verschmutzte Wasser, aber von einer Pflanzenkläranlage, da hast du teilweise das Wasser, das am Ende der PKA rauskommt, das ist so rein, das kann man trinken. Und das mache ich auch. Also ich trinke das wirklich tatsächlich auch, um zu zeigen, das ist wirklich gutes Wasser. Das ist Trinkwasserqualität. Gerade im Pinguingehege, haben dann den Plastikmüll, den wir am Strand aufgesammelt haben, gesehen und Plastikmüll war vorher mal Plastik in Gebrauch und wir haben hier nur mal so verschiedenste Sachen aufgebaut und man kann jeweils erkennen, aus welcher Plastiksorte es ist, denn Plastik ist nicht gleich Plastik, überall steht dann was anderes drauf und ihr habt schon so viel Vorwissen jetzt gezeigt, fällt euch denn zu diesen Plastiksachen was auf? Ja, auf jeden Fall. Also mir ist direkt als erstes hier schwarzes Plastik ins Auge gefallen, denn soweit ich weiß, kann schwarzes Plastik gar nicht recycelt werden, weil die Scanner in den Recyclinganlagen das halt nicht erkennen können. Das heißt, das ist komplett unnötig und man kann es nicht recyceln. Im Gegenteil dazu, hatte ich gerade schon gesehen, kann man hier hinten an dem Zeichen erkennen, dass diese Flasche zum Beispiel zu 100% recycelbar ist und recycelt wurde schon. Und das ist natürlich das komplette Gegenteil einmal und verdeutlicht, dass man mit Plastik auch sehr viel dass man Plastik trotzdem benutzen kann und recyceln kann. Genau, denn Plastik ist nicht per se schlecht. Was schlecht ist am Plastik ist halt das einmal Ex und Hop und weg damit. Wenn man Plastik benutzt, entweder langfristig, große stabile Plastikboxen, kein Problem, Butterbrotdosen aus Plastik muss nicht jeder wegschmeißen, aber halt nicht das Plastik, was einmal benutzt wird, weggeschmissen wird oder dann so ein sinnfreies, auch von den Firmen hergestelltes Plastik, das eigentlich recycelbar ist, aber durch die Farbe einfach nicht erkannt werden kann.
Und da kann jeder im Alltag ein bisschen was für tun. Generell PET, auch die Reinigerflasche hergestellt ist, ist gut zu recyceln. Dann gibt es Kunststoffe, die nicht so gut zu recyceln sind. Da haben wir auch Listen im Forscherhaus, könnt ihr euch alles noch in Ruhe anschauen. Ist wirklich eine Wissenschaft für sich, da kommt dann noch rein, kein Problem. Was mir noch aufgefallen war, das habe ich auch schon durch mein Vorwissen gelernt in der Schule, dass man die Folien, die Abdeckfolien bei zum Beispiel Käse oder auch beim Joghurt, obwohl das Aluminium ist, muss man komplett abziehen, damit das auch recycelt werden kann, weil die Folie hier ist ein Laminat, da wurden verschiedene Kunststoffe aufeinander geschweißt und die kann man gar nicht mehr voneinander trennen, aber die Schale, die kann man wiederverwenden und das ist halt das Problem, was bei vielen Leuten ist, dass sie diese Folien nicht komplett abziehen und dass man deshalb dann auch einen Großteil des Plastiks, wenn man den Müll schon trennt, immer noch nicht recyceln kann und das ist auch noch sehr wichtig, was mir persönlich im Alltag viel geholfen hat. Gut, denn man denkt immer, ja, ich mache hier was, ich werfe es in die gelbe Tonne und das wäre zu recyceln, aber sobald die Folie drauf ist oder wie du sagst, der Aludeckel beim Joghurt, 1 Sekunde Griff für uns, abziehen, einzeln in die gelbe Tonne schmeißen, wunderbar. Gut, hier habe ich jetzt noch so ein paar kleine Sachen, denn wir haben ja bei den Pinguinen den Strandmüll gesehen, ich komme nochmal drauf zurück. Das hier ist jetzt Ursprung, daraus werden die Plastiksachen hergestellt. Aber wenn Plastik im Meer schwimmt, geht es irgendwann in diesen Zustand zurück und wird sogar noch viel, viel kleiner. Plastik verschwindet nicht, es wird nicht abgebaut. Wisst ihr, wie man das nennt, wenn es so winzig klein wird? Also Mikroplastik oder wenn es noch kleiner wird, vielleicht auch Nanoplastik. Genau, Mikroplastik ist das, was uns auch berührt und das eigentlich schon bei jedem von uns im Körper nachgewiesen wurde. Die Studien zeigen das. Und kann man sich natürlich fragen, wie gelangt das in unseren Körper? Habt ihr da eine Idee? Ich esse kein Plastik, sag ich mir. Ich gucke, dass ich das dann aussortiere. Also ich glaube, dass das besonders beim Fischkonsum sein kann, weil die Fische ja dieses Plastik auch, wie wir ja schon gelernt haben, durch fälschlicherweise dann angenommene Beute aufnehmen und sich das dann im Magen ansammelt oder in den Gedärmen und auch dann zum Teil vielleicht auch einfach in die Muskeln dann rein dissoziiert. Also quasi so klein wird, dass es ins Blut kommt und dadurch in die Muskeln. Und dass wir das dann quasi, wenn wir dann unser leckeres Sushi essen oder unser Fischbrötchen, dass wir das dann dadurch halt aufnehmen. Genau, und wir machen mit den Schülern dann immer Folgendes, müsst ihr jetzt nicht komplett machen, aber man nennt das ja so schön Nahrungsnetz. Jeder frisst was anderes. Wenn die Schnecke anfängt, eine Qualle zu fressen, die Robbe frisst eine Sprotte. Was passiert dann? Wer frisst denn das Mikroplastik jetzt? Was meint ihr? Also im Prinzip alle, weil dadurch, dass sich das Mikroplastik ja auch in den Muskeln oder in dem Fall im Gewebe anreichert von den Beutetieren und die im Meer sowieso sehr gerne mal im Ganzen verschluckt werden, ist es, glaube ich, auch so, dass einfach viele der Tiere ja komplett aufgenommen werden und dadurch auch das Mikroplastik, was in ihnen drin ist. Und das kann ja der Körper vom Beutegreifer, also vom Orca, der Robbe oder auch dem Seealbatros oder dem Hai, kann es ja trotzdem nicht verdauen oder irgendwie zersetzen. Und deshalb bleibt es dann quasi auch drin. Und weil es ja schon so klein ist, dass es in die Muskeln von den anderen Tieren gekommen ist, kommt es ja natürlich auch dann bei der Robbe in die Muskulatur oder bei dem Orca. Ja. Fangt doch mal an, eine Nahrungskette zu legen, wenn da nicht Mikroplastik am Anfang ist. Was meint ihr denn? Habt ihr Pfeile? Mikroplastik wird gefressen von. Wen will ich da hinlegen? Nicht nur die größeren Tiere, wo es vielleicht aus der See mit reingelangt, sondern auch vielleicht gerade Krill zum Beispiel oder Zooplankton. Würde ich auf jeden Fall mit am Anfang setzen, weil es halt die kleinsten Tiere in der Kette bis jetzt sind und die werden dann von den größeren. Genau, dann gibt es noch Pfeile. Noch mal weiter. Genau, also beim Krill wäre natürlich sofort der riesengroße Blauwal direkt, weil er es ja auch in Kiloweise frisst, obwohl es so winzig klein ist. Und Zooplankton kann, glaube ich, auch von so ganz kleinen Sprotten sehr gerne mal gegessen werden.
Und die Sprotten natürlich dann auch von Raubfischen oder auch, wie wir ihn hier haben, den Humboldt-Pinguin. Genau, da sind wir wieder bei unserem Pinguin. Und so kommen wir von einem zum anderen. Wir produzieren Mikroplastik und unsere Humboldt-Pinguine, die bei uns im Zoo leben, in der Natur, nehmen natürlich Schaden, aber auch hier im Zoo, weil sie natürlich mit Fisch gefüttert werden. Und wer isst denn so eine Sprotte noch ganz gerne? Da würde ich jetzt sagen die Makrele, weil man kann hier auf dem Bild auch sehr gut erkennen, dass dieser Fisch Zähne hat. Und das weist eigentlich immer darauf hin, dass er auch gerne andere Tiere frisst. Genau. Ja, und natürlich noch wir, also der Mensch. Genau, wir, der Mensch. Wir essen gerne. Was essen wir gerne? Also Zooplankton jetzt nicht, aber zum Beispiel den Hering, ja, also Krabben bzw. Hummer oder sonstige Krustentiere. Das sind ein paar Pfeile. Genau. Du kannst alle Pfeile auf den Menschen zeigen lassen. Ja, also zeigen jetzt eigentlich auf den Menschen. Die Weise hier ist in Fachkreisen gesehen eigentlich nicht so, aber ja, die zeigen jetzt auf den Menschen, weil der Mensch der Letzte ist. Also man sagt heutzutage, ich habe es auch anders gelernt, aber heutzutage ist es so, wird gefressen von. Man macht den Pfeil so rum. Ich habe es früher auch anders gelernt, aber gut. Und dann kann man natürlich noch sagen, der Mensch futtert auch Thunfisch, der Mensch futtert auch Kabeljau, der Mensch isst manchmal auch Schildkrötensuppe, Garnelenbrötchen, Tintenfisch. Also man kann sagen, der Mensch ist schon ganz schön verfressen. Ne? Letztendlich isst er in gewissen Gebieten auch Pinguineier, Möweneier, Muscheln natürlich, Algen sind mittlerweile modern. Also der Mensch futtert eigentlich alles, was so im Meer kreucht und fleucht. Aber das zeigt einfach auch, wie gefährdet wir sind, weil alles, was Mikroplastik aufnimmt, landet irgendwann mal bei uns im Magen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir die globalen Zusammenhänge auch verstehen. Dass alles, was irgendwo auf der Welt geschieht, mit uns hier zu tun hat. Denn viele sagen, was ist das denn, wenn ich hier irgendwas mache? Aber es hat weltweite Auswirkungen. Wenn auch nur im Kleinen manchmal, aber ganz viele kleine Sachen zusammen sind schädlich. Andersrum gesehen kann man auch sagen, ganz, ganz viele kleine Sachen zusammen, die wir positiv machen, wirken sie auch positiv auf die Welt aus. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das Kindern wie Erwachsenen hier vermitteln und so kleine Denkanstöße geben. Ja, wenn ihr das schon mal habt, das ist ein Teil, der wird ganz, ganz häufig mit Schulklassen gemacht. Das ist ganz wichtig, dass ihr das habt. Ein Like zu geben und damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.